Hallo, also ich möchte euch zeigen, wie ich meine Weste häkel. Ich mache eine lange Weste ohne Arme. Ich habe hier ein Bändchengarn, was einen Glitzereffekt hat. Dann habe ich noch ein zweites Bändchengarn im Lederlook. Da mache ich Fransen nachher an die Weste ran. Dann habe ich hier eine 8er Häkelnadel. Weil ich dieses Bändchengarn doppelt nehme, wird es eine sehr großmaschige Weste werden. Ich habe hier eine Größe von 40×42 ausgesucht, weil ich das ganz gut finde, wenn das ein bisschen groß ist, ein bisschen lockerer sitzt. Als erstes fangen wir an und häkeln ein Granny Square Muster und dafür nehmen wir einen Fadenring und das zeige ich euch. So, als erstes fangen wir mit dem Rückenteil an und da häkeln wir das Granny Square Quadrat. Und zwar, also als erstes machen wir einen Fadenring. Dann machen wir 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen. 2, 3. Und dann noch 2 Luftmaschen für den Zwischenraum. Als nächstes häkeln wir 3 Stäbchen in den Fadenring. Wir müssen jetzt 4 Seiten häkeln. Das wird ja ein Quadrat. Na, das ist ein bisschen schwierig. So, jetzt kommen 2 Luftmaschen für den Zwischenraum und wieder 3 Stäbchen in den Fadenring. Jetzt wieder 2 Luftmaschen und wieder 3 Stäbchen. So, jetzt haben wir die dritte Seite des Quadrats und jetzt haben wir ja hier schon ein Stäbchen, also machen wir noch 2 Stäbchen. Ne, erstmal 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Eins haben wir ja schon. Und jetzt müssen wir das Quadrat schließen, das heißt, wir machen eine Kettenmasche. Wir machen eine Kettenmasche in die dritte Luftmasche.
So, fertig ist das Quadrat und die erste Runde. Wir müssen für den Granny Square 10 Runden machen und so, jetzt kommt die zweite Runde. Da machen wir wieder 5 Luftmaschen. Also 3 für den Ersatzstäbchen. Dann noch 2 für den Zwischenraum. Jetzt machen wir erstmal 3 Stäbchen in den Zwischenraum. Dann 2 Luftmaschen und wieder 3 Stäbchen hier rein in den Zwischenraum. Jetzt sind wir an der Seite und da machen wir in die Mitte der 3 Stäbchen und da gehen wir rein und machen 3 Stäbchen. Jetzt kommt die andere Ecke, da machen wir wieder 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Das ist die Ecke. Drei Luftmaschen, 2 Luftmaschen. Das war die Ecke. Jetzt sind wir wieder an der Seite von dem Quadrat und da machen wir in der Mitte der 3 Stäbchen 3 Stäbchen rein. Jetzt sind wir wieder an der Ecke. Wieder 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Die dritte Ecke fertig. Sind wir wieder an der Seite. 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Und die vierte Ecke, 3
Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. So, jetzt haben wir hier noch 2 Stäbchen offen. Die machen wir jetzt noch mal in die Seite. Und eine Kettenmasche in die dritte Luftmasche der Vorrunde. So. Jetzt ist die Runde fertig, die zweite. Und jetzt machen wir die dritte Runde. Und das ist jetzt so, dass die Ecken gleich sind, nur hier in der Mitte werden jeweils 2 mal 3 Stäbchen dazu gehäkelt. Also erstmal 5 wieder zum Anfang. Jetzt kommt die dritte Runde. Die fängt wieder an mit 5 Luftmaschen. 3, 4. Die letzten beiden Luftmaschen sind schon die eine Ecke. Und da machen wir jetzt 3 Stäbchen. Wie hier könnt ihr sehen, 3 Stäbchen, Vorreihe 3 mal 3 gebündelte Stäbchen, in der jetzigen sind es dann 5 mal 3 gebündelte Stäbchen. Also einmal habe ich schon hier in der Mitte von den 3 aus der Vorreihe 3 Stäbchen. Dann in die nächsten 3, da. Und hier in die nächsten 3 auch 3 Stäbchen. Das sind jetzt 4 und jetzt fehlt die Ecke. Da machen wir jetzt hier an die Ecke 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen.
1, 2, 3, 4, 5. In jeder weiteren Runde kommen 2 gebündelte Dreierstäbchen dazu. Und insgesamt müssen wir 10 Runden machen für diesen Granny Square. Da maschen wir an und häkeln 16 Stäbchen. Das wird jetzt das Verbindungsstück zwischen Vorder- und Rückenteil. Maschen das an und machen Ersatz für das erste Stäbchen 3 Luftmaschen. Sechzehn. Drei Luftmaschen und wenden. So, das Verbindungsteil ist fertig und jetzt machen wir 32 Luftmaschen für die Seite und die Schulter. Hier ist also das Strickteil. Wir stricken ja jetzt hier lang, also wir haben die Seite hier. Das ist hier. Und stricken in Pfeilrichtung. Das heißt, stricken jetzt diese oder häkeln jetzt diese lange Reihe. Die habe ich jetzt hier auch gehäkelt als Luftmaschenreihe. Und jetzt häkeln wir weiter. Erstmal, das ist ja hier oben die Schulter. Ich habe jetzt die Länge so. Jetzt noch 4 Luftmaschen und dann wenden wir. Das ist der Ersatz für eine Luftmasche. Und jetzt häkeln wir ein Stäbchen in die 4. Das heißt, wir machen jetzt mit dem Muster weiter und das heißt 3 Stäbchen in eine Masche. Wir häkeln jetzt die ganze Luftmaschenkette. So, jetzt habe ich die Luftmaschenkette gehäkelt und jetzt bin ich hier an dem Seitenteil angelangt und da
häkel ich jetzt weiter. So, 3 Luftmaschen. So, jetzt haben wir 5 Reihen gehäkelt. Jetzt klappen wir das mal um, legen das aufeinander und jetzt müssen wir den Halsausschnitt häkeln und da häkeln wir dann bis ungefähr, also hier ist, bis hierhin ist die Seite, noch ein Stück höher, hier ungefähr. Das ist der Halsausschnitt. Das heißt, wir häkeln jetzt nur noch bis hier. 2 Reihen hin und zurück. So, jetzt häkeln wir zurück. Das heißt 3 Luftmaschen und wenden. So, jetzt sind wir am Halsausschnitt und jetzt machen wir hier für die Schrägung in die letzte Masche ein Stäbchen. So. Und nun 3 Luftmaschen und wenden. Und jetzt häkeln wir da in die nächste Masche. So haben wir dann hier die Schrägung. Jetzt wieder bis zur Kante und wenden und wieder zurück bis zum Halsausschnitt. So, jetzt sind wir wieder am Halsausschnitt und da machen wir jetzt wieder in diese Ecke ein Stäbchen rein für die Schrägung.
So, fertig. Jetzt kommt die andere Seite dran. So, jetzt machen wir die andere Seite. Da maschen wir an und häkeln 16 Stäbchen. Das wird jetzt das Verbindungsstück zwischen Vorder- und Rückenteil. Da machen wir genauso wie auf dieser Seite 3 Reihen. Maschen das an und machen Ersatz für das erste Stäbchen 3 Luftmaschen. Sechzehn. Drei Luftmaschen und wenden. So, das Verbindungsteil ist fertig und jetzt machen wir 32 Luftmaschen für die Seite und die Schulter. So, wir drehen jetzt die Luftmaschenkette und häkeln 3 Stäbchen in die dritte Luftmasche. Dann lassen wir wieder 2 Luftmaschen aus und häkeln in die dritte, also 1, 2 auslassen, in die dritte wieder 3 Stäbchen und so machen wir das Muster weiter bis zum Ende der Luftmaschenkette und dann noch bis zum Ende des Zwischenteils.
So, hier mache ich nur 2 am Ende, 2 Stäbchen, und dann machen wir 3 Wendeluftmaschen und drehen und häkeln wieder zurück. Also wir häkeln jetzt noch 1, 2, 4 Reihen. Eine haben wir, noch 4 dazu. Und dann fangen wir wieder mit der Halsausschnittschrägung an. So, jetzt sind wir am Ende der 5. Reihe. Jetzt machen wir noch 2 Stäbchen am Ende. So, jetzt wieder 3 Wendeluftmaschen. Und nun häkeln wir nicht ganz die ganze Breite, also wir haben ja nur bis zu dem Halsausschnitt. Das zählen wir eben mal hier ab. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stäbchenbündel praktisch. Das machen wir ja genauso wie die andere Seite. So, ich lege jetzt hier mal beide Seiten oder Vorderteile mit dem Ausschnitt aufeinander und habe eine Reihe an der rechten Seite gehäkelt. Als nächstes mache ich 3 Wendeluftmaschen und häkel zurück. Immer in dem gleichen Muster. So, jetzt sind wir wieder am unteren Ende und machen 3 Luftmaschen und häkeln wieder zurück. Bis zum Halsausschnitt. So, das ist das letzte Dreierbüschel vor der Ausschnittkante und da machen wir an den Rand nur noch ein Stäbchen. So, da ist jetzt schon eine Schrägung. Jetzt machen wir wieder 3 Wendeluftmaschen, dann drehen wir und dann häkeln wir hier in diese nächste Lücke.
Da haben wir dann die Schrägung. Jetzt häkeln wir wieder bis zum unteren Rand. So, jetzt sind wir am Rand. Jetzt wenden wir noch einmal bis zum Halsausschnitt und dann sind wir damit erstmal fertig. So, jetzt sind wir bei dem letzten Büschel und da machen wir wieder nur ein Stäbchen in die Kante. Somit ist die Schrägung da und der Halsausschnitt ist fertig. Das schneiden wir jetzt ab und dann geht es unten weiter. Das ist jetzt vorne. Hinten ist der Granny Square. Und jetzt häkeln wir hier unten dran. An dem unteren Stück. An der unteren Kante häkeln wir jetzt weiter. Das heißt, wir häkeln jetzt mit halben Stäbchen und zwar alle Teile, also den gesamten Rand aller Teile, der Vorderteile und des Rückenteils. Da häkeln wir jetzt 2 Reihen mit halben Stäbchen. Dabei in jeder Runde am Anfang 2 Luftmaschen für diese erste halbe Stäbchen. Wir maschen hier an. So, wir haben jetzt 2 Runden hier in der Hüfte gehäkelt mit halben Stäbchen und zwar, das sind 77 Maschen geworden und sollten es auch sein. Bei Größe 40-42, bei Größe 36-38 sind das 71 Maschen, also halbe Stäbchen. Jetzt habe ich aber 77 halbe Stäbchen. Jetzt kommt die nächste Reihe und da machen wir als erstes bei jeder Reihe 2 Anfangsluftmaschen beidseitig. Wir häkeln also mit 76 Stäbchen, keine halben Stäbchen, sondern wir häkeln Stäbchen. Das Muster sind immer Doppelstäbchen, nicht mehr Dreifachbündel, sondern Zweifachbündel. Wir lassen eine Masche aus und stechen zweimal in eine Masche rein. Das wird das Lochmuster werden. Und zwar 9 Reihen Lochmuster. Danach eine Reihe Lochstreifen. Der Lochstreifen ist so, dass wir da eine Luftmasche und ein Stäbchen im Wechsel häkeln. Und das ist am Anfang, danach 4 Reihen Lochmuster, eine Reihe Lochstreifen im Wechsel, noch 3-mal wiederholen. Also als erstes machen wir jetzt 9 Reihen Lochmuster. Danach machen wir 4 Reihen Lochmuster und eine Reihe Lochstreifen im Wechsel. Wir müssen auch noch an den Seiten zunehmen. Das markieren wir uns mit einer anderen Farbe.
Oder wir nehmen Maschenmarkierer und da nehmen wir dann jeweils eine Masche beidseitig zu. Das heißt, wir nehmen in der 5., 9., 14., 19., 24. und 29. Reihe beidseitig je 2 Maschen zu. Und am Ende haben wir 100 Maschen. Also jetzt fangen wir erstmal an. Wir häkeln 9 Reihen Lochmuster, also 2 Stäbchen und eine Masche auslassen. Das Lochmuster. Den Lochstreifen haben wir jetzt hier nicht in der Abbildung. Das ist aber eine Masche und eine Luftmasche im Wechsel. Das ist jetzt nicht so schwierig. Also nach der 17. Masche und nach der 53. Masche markieren wir die Runde, also die Reihe. Wir häkeln jetzt erstmal im Lochmuster. Und zwar erstmal machen wir 2 Luftmaschen. Dann lassen wir die eine aus und in die nächste machen wir 2 Stäbchen. 2 richtige Stäbchen. Eine Masche lassen wir jetzt aus, diese hier, und nehmen die nächste, da machen wir 2 Stäbchen rein. So ist das Muster. Und das machen wir jetzt die ganze Reihe. So, die erste Reihe ist fertig. Man sieht hier schön, wie die Lochmusterreihe gehäkelt ist und davor sind die beiden mit den halben Stäbchen. Also wir müssen jetzt die Seiten markieren. Ich habe hier 2 Seitenmarkierer, weil wir müssen ja zunehmen dann auch in der 5. Reihe und da mache ich jetzt hier erstmal einen Seitenmarkierer rein. Das ist die erste Seite und die andere Seite hier in der Mitte, also in der 5. Reihe nehmen wir zu. An beiden Seiten jeweils 2 Maschen, aber jetzt sind wir ja erst in der kommenden Runde, das war ja jetzt erst die erste Reihe und jetzt kommt die zweite. Die letzte Masche ist nur ein Stäbchen. Die erste Masche sind 3 Luftmaschen. 2 Luftmaschen. Drei Luftmaschen. So, und dann in der Mitte der beiden vorigen Stäbchen machen wir 2 Stäbchen und die nächste wird wieder ausgelassen. So häkeln wir das Muster jetzt die nächsten 4 Reihen. Ne, die nächsten 3 Reihen. Und die vierte, also das ist ja jetzt die zweite Reihe. 4 Reihen häkeln wir und in der 5. müssen wir zunehmen. Jetzt haben wir 4 Reihen gehäkelt. Jetzt haben wir 4 Reihen gehäkelt und jetzt kommt die 5. und da nehmen wir dann an beiden Seiten jeweils 2 Maschen zu. Erstmal 3 Luftmaschen am Rand. Jetzt häkeln wir erstmal bis zur ersten Seite, bis zum Maschenmarkierer. Da.
Hä? So, jetzt sind wir am Rand. Dann machen wir erstmal die 2 Stäbchen und dann machen wir 2 Stäbchen in die ausgelassene Zwischenmasche der Vorreihe. Also hier sind die jeweils die 2 Stäbchen und dazwischen machen wir jetzt auch 2 Stäbchen. Dann haben wir 2 zugenommen. Da häkeln wir wieder 2 rein, also 2 Stäbchen. Und jetzt sind wir wieder im normalen Muster, das heißt, wir lassen wieder eine Masche aus. Bis zum nächsten Maschenmarkierer, dann machen wir das gleiche nochmal. Das ist die 5. Reihe. Das nächste Mal nehmen wir in der 9. Reihe zu. Das heißt, jetzt haben wir die 5. Reihe, 6. Reihe, 7. Reihe, 8. Reihe. Also häkeln wir gleich noch 3 Reihen im normalen Muster. Und in der 4. nehmen wir zu. Jetzt sind wir beim 2. Maschenmarkierer und nehmen wieder zu. Das heißt, die Zwischenmasche behäkeln wir jetzt mit 2 Stäbchen. So, jetzt kommt der Lochstreifen und zwar machen wir da wieder 3 Luftmaschen und dann machen wir ein Stäbchen zwischen den beiden Stäbchen der Vorreihe und dann machen wir eine Luftmasche. Dann machen wir wieder zwischen den beiden Stäbchen ein Stäbchen und eine Luftmasche hinterher. So machen wir die ganze Reihe. Jetzt haben wir insgesamt 13 Reihen ab der Hüfte und jetzt kommt die 14. und da nehmen wir hier wieder an den Maschenmarkierern jeweils 2 Maschen zu. Wir haben jetzt in der 14. Reihe zugenommen, wir nehmen als nächstes in der 19. Reihe zu, dann in der 24. Reihe und dann in der 29. Reihe. Die Schulternähte schließen wir und hier habe ich das vordere Schulterteil ein bisschen länger gemacht. Das lege ich jetzt übereinander und nähe das zusammen. Jetzt kommen die Verschlussblende und zwar häkeln wir da feste Maschen für die Verschlussblenden der Vorderkanten, der Schnittschrägung und den rückwärtigen Halsausschnittrand. 4 Reihen feste Maschen, dabei die 2. Reihe nur in das vordere Maschenglied einstechen. Am Rand ist immer eine Luftmasche für die nächste Runde.
Am Ende der Reihe machen wir eine Luftmasche und jetzt stechen wir nur noch in das vordere Maschenglied ein. Dann bildet sich hier so eine Kante. So, 3 Reihen habe ich jetzt gehäkelt, die zweite habe ich aber die vierte Reihe, die mache ich mit dem Leder-Look Garn und die Fransen auch. Die nehme ich auch doppelt, also den Faden nehme ich auch doppelt, eine Luftmasche und dann häkel ich in das hintere Maschenglied. So, jetzt sind wir fertig. Das ist die vierte Reihe mit dem Lederband. Jetzt machen wir die Fransen und zwar am unteren Rand durch jede Luftmasche machen wir eine Franse. Kann man hier sehen, also zwischen diesen Stäbchen jeweils eine Franse. Also wir brauchen jetzt 40 cm lange Fransen. Dann nehmen wir natürlich den doppelten Faden, also 40 cm lang. Und davon machen wir jetzt erstmal 7 Stück. Lang, 7 Fäden, also 7 Fäden 40 cm lang sind eine Franse. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die knicken wir dann und haben eine Franse. So, ich zeige euch jetzt, wie man die Franse daran macht. Hier haben wir das Häkelteil und dann nehmen wir die ersten 7 Fäden, 6, 7, fädeln wir da durch. Also nee, erstmal machen wir die zur Hälfte. Erstmal legen wir sie alle zur Hälfte. Der ist hier ein bisschen lang. Ja, schneiden wir nachher noch zurecht. So, zur Hälfte. Jetzt ziehen wir das hier durch. Die Löcher sind ja groß genug. Und das andere Ende ziehen wir durch die Schlaufe durch. Dann ziehen wir das fest. Das ist jetzt vorne. Je nachdem, welche Seite man sehen will, muss man das natürlich
wieder von rechts oder von links einfädeln. Ich glaube, ich nehme lieber die andere Seite, dann muss man das nochmal umtauschen. Das heißt, ich ziehe die Schlaufe jetzt von der anderen Seite rein. Ziehe das da durch. Und ziehe das fest. So. So, jetzt sieht man das von der Vorderseite aus. Jetzt kommt der nächste. Oder ihr nehmt eine dicke Nadel, zieht das da durch